Hallo, ich zeige dir in unter 6 Minuten, wie du aus 3 Geldscheinen einen wunderschönen Schmetterling faltest. Dieser Schmetterling eignet sich als persönliches Geldgeschenk zu Hochzeiten, Geburtstagen und anderen Anlässen. Lege zuerst deinen Geldschein genauso vor dich hin und falte dann die lange Kante auf die lange Kante. Du kannst diesen Schmetterling auch mit anderen Euroscheinen falten, weil sie alle ungefähr das gleiche Seitenverhältnis haben. Wichtig ist nur, dass es 3-mal die gleiche Sorte ist. Damit es schön wird, die Faltkanten immer gut feststreifen. Und jetzt musst du den Geldschein dritteln. Ich mache das nach Augenmaß, du kannst es aber auch gerne abmessen. Damit du gut siehst, was ich mache, empfehle ich den Vollbildmodus einzuschalten. Und auch diese Faltkanten wieder gut feststreifen. Danach öffnest du die beiden Faltungen wieder. Wir haben nun hier eine Hilfslinie und hier ebenfalls. Jetzt müssen wir wissen, wo der silberne Streifen ist. Öffne dafür den Geldschein und schau nach. Den meine ich. Schließe die Faltung wieder und lege den Geldschein genauso vor dich hin. Nun falten wir von diesem Ende der Hilfslinie zur linken oberen Ecke des Geldscheins eine Kante. Dabei kommt der silberne Streifen zum Vorschein. Dank ihm werden später die Schmetterlingsflügel richtig schön glänzen. Danach fehlt nur noch eine Faltung und dann hast du den ersten Geldschein fertig gefaltet. Wenn du es bis hierher geschafft hast, dann schaffst du den Rest auch. Vom Ende der Hilfslinie bis zur rechten oberen Ecke des Geldscheins falten wir jetzt noch eine kurze Kante. Falls du eine echte Tastatur vor dir hast, kannst du übrigens die Leertaste benutzen, um das Video anzuhalten und dann wieder zu starten. Damit ist der erste Geldschein fertig gefaltet. Hol dir den zweiten dazu und lege sie so nebeneinander, wie ich es mache. Die beiden Silberstreifen sollen beieinander sein. Stecke nun einfach den zweiten Geldschein in die Öffnung des ersten Scheins. Die beiden kannst du zur Seite legen und dann falten wir noch den dritten Geldschein fast genauso wie den ersten. An einer Stelle unterscheiden sich die Faltungen aber, überspring diesen Schritt also nicht. Zuerst legst du deinen dritten Geldschein wieder genauso hin wie ich und faltest ihn dann in der Mitte zusammen. Danach musst du ihn wieder dritteln. Achte bitte darauf, dass er wieder genauso liegt wie bei mir. Falls es dir zu schnell oder zu langsam geht, kannst du die Wiedergabegeschwindigkeit anpassen. Die Einstellung versteckt sich beim Zahnrad, wo man auch die Untertitel an- und ausschalten kann. Öffne die letzten beiden Faltungen wieder. Nun wollen wir den Geldschein so falten wie vorher, allerdings muss der silberne Streifen zu den restlichen beiden Geldscheinen passen. Öffne den dritten Schein also und drehe ihn so hin, dass die 3 Streifen beieinander liegen. Die Position merkst du dir und schließ die Faltung wieder. Hier wollen wir jetzt die lange Kante falten, vom unteren Ende der Hilfslinie bis zur oberen rechten Ecke des Geldscheins. Achte immer darauf, dass dein Schein so liegt wie meiner, damit du nicht durcheinander kommst. Und du ahnst es schon. Zuletzt falten wir noch vom unteren Ende der Hilfslinie zur oberen linken Ecke des Geldscheins eine kurze Kante. Als nächstes setzen wir die 3 Geldscheine zusammen. Stecke dafür den zweiten Schein in die Öffnung des dritten Geldscheins. Das Ganze sieht jetzt eher aus wie ein kleiner Mantel, aber mit ein paar ganz einfachen Ziehharmonika-Faltungen wird gleich ein schöner Schmetterling daraus. Ich orientiere mich an dieser dunkelblauen Schraffur. Solche Linien gibt es ja bei allen neueren Geldscheinen. Wo sie aufhören, falte ich den Schein nach oben, sodass ein Streifen entsteht. Zur Orientierung. Meiner ist jetzt etwa 6 mm breit, aber so genau geht es nicht. Drehe dann deinen Geldschein so herum und falte wieder einen ungefähr gleich breiten Streifen nach oben. Diese Faltungen wiederholst du jetzt, bis du ganz oben angekommen bist, also eine klassische Ziehharmonika-Faltung. Ich beschleunige das jetzt fürs Video, damit es nicht so lang wird. Falls du schneller oder langsamer bist, kannst du das Video entweder pausieren oder mit den Kapitelmarken direkt zum nächsten Schritt springen. Wenn dir mein Video gefällt, dann klicke bitte auf den Daumen hoch. Oder du lässt mir ein kleines Trinkgeld über die Super Thanks-Funktion von YouTube da. Das würde mich natürlich besonders freuen. Alternativ kannst du auch über meine Partnerlinks in der Videobeschreibung einkaufen. Schon mal vielen Dank für deine Unterstützung. Jetzt bin ich gleich fertig. Pausiere das Video, bis du soweit bist. Wenn am Ende ein bisschen was drüber steht, macht das nichts.
Drücke deine fertig gefaltete Ziehharmonika nochmal richtig fest. Dann hältst du sie in der Mitte zusammen und legst ein Stück Draht oder Faden darunter. Die Länge ist erstmal nicht so wichtig, die kannst du am Ende anpassen. Beim Draht reicht es, wenn du die beiden Enden einmal verdrehst. Er hat den Vorteil, dass du schöne Fühler formen kannst. Wenn du den Schmetterling an ein anderes Geschenk dranhängen willst, dann ist ein Faden besser. Versuche ihn möglichst fest zu verknoten. Vielleicht kann dir ja jemand dafür seinen Finger leihen. Schreib mir übrigens gern in die Kommentare, zu welchem Anlass du dieses Geldgeschenk verschenken wirst. Ich bin schon gespannt. Zu guter Letzt noch die Flügel ausbreiten und dann hast du aus 3 Geldscheinen einen wunderschönen Schmetterling gefaltet. Wenn du keine neuen Faltvideos und Geschenkideen verpassen willst, abonniere gerne gratis meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal bei Falten mit Yvonne.